Mein Name ist Heidi Redberg. Ich habe in 1989 hier dieses Haus erworben und bin dann hierher gezogen. Es war ein wunderschönes Paradies damals hier. 400 Meter zum Wald mit großen Wiesenflächen, dem Blick ins Werratal und einfach nur toll. Es war herrlich von der Landschaft her. Jede Menge Tiere, auch seltene Tiere. Man konnte so viel sehen und es war einfach nur schön hier. In 2004 kamen dann die ersten Pläne auf den Tisch, dass man hier Windkrafträder bauen wollte. Ich war relativ überrascht dadurch. Zum Regionalplan 2009 hat man dann zum ersten Mal den Vorschlag gemacht, diese Fläche Berlepsch-Ellerode ESW 03 auszuweisen. Und dann ging die Zeit los, wo ich immer durch den Wald getigert bin, habe geguckt, was gibt es hier für Tiere, was gibt es für Vögel, ist der Rotmilan da, haben wir vielleicht auch einen Schwarzstorch, was ist jetzt alles da? Das war dann immer eine Runde von 30 Kilometern, um alles zu erfassen. Ich habe das dann auch gemacht, habe alles notiert und habe eigentlich immer schon dagegen gesteuert, dass man hier in dieser herrlichen Landschaft sowas baut. Wir hatten eine BI gegründet und haben durch Avifauna und Bemühungen mit dem Rotmilan haben wir wirklich das geschafft, den wieder rauszukriegen, diese Fläche. So, dann gab es aber einen Wechsel beim Regierungspräsidium und man hat dann diese Flächen erneut wieder in die Offenlegung genommen. Zum Protest der ganzen Bevölkerung hier. Und da ich ja nun Anwohner bin und hier in 600 Metern wohne zu diesem Projekt, und erheblich betroffen bin dadurch, hat man mir eingeräumt ein besonderes Beteiligungsverfahren, nachdem ich das beantragt hatte. Und ich war dann auch klageberechtigt. Wir haben dann auch eine Klage geführt. Wir haben allerdings nur bis zum Hängebeschluss kämpfen können. Man hat Eilverfahren gemacht und hat dann mehr oder weniger diese Flächen trotz Stopp eigentlich weitergebaut. Man hat uns aushungern lassen, weil die wussten genau, wir können das finanziell nicht stemmen. Gegen so einen milliardenschweren Konzern anzustinken, erfordert wirklich viel Mut und viel Geld. Das hatten wir nicht. So, dann wurde gebaut. Es war in der Bauphase, es war einfach eine Katastrophe. Hier sind 10 LKWs im 5-Minuten-Takt. Die haben sich begegnet auf unserer 5 Meter breiten Landstraße. Die haben Schotter rangekarrt, die haben die Straße kaputt gefahren. Die kamen einem in den Kurven entgegen. Man wusste mit dem Auto gar nicht, wo man so schnell hinhüpfen sollte. Nachts waren die Scheinwerfer um 2:30, schienen ein 1000 Watt Scheinwerfer im Kinderzimmer ins Fenster rein. Es war einfach nur die Hölle. Die haben ja noch nicht mal nachts Rücksicht genommen und einfach weitergebaut. Die Windräder sind im Juli 2018 ans Netz gegangen. Und 2 Wochen später traten die ersten Schlafstörungen und die ersten Symptome auf. Und dann auch gleich massiv. Meine Nacht besteht aus mindestens 3 bis 4 Mal in der Nacht durchs Haus wandern. Ich bin dann auf Wanderschaft und versuche dann wieder einzuschlafen und die nächsten 2 Stunden bin ich wieder wach. In den Nachbarorten sind ähnliche Symptome. Die haben das jetzt auch, obwohl die ein bisschen weiter weg sind. Man hat die Ortschaft Hübenthal, die hier angrenzend ist, auch als Weiler mehr oder weniger eingestuft, obwohl es eigentlich eine Ortschaft mit einem gelben Schild ist. Das dürfte auch nicht sein. Die haben 770 Meter und die sind natürlich auch extrem belastet und fühlen genau das, was ich hier auch habe, nur ich habe es halt noch ein bisschen mehr, weil ich näher dran bin. Wenn Sturmböen noch dabei sind, das äußert sich dann meistens in ganz üblen, stechenden Kopfschmerzen. Das zieht dann so von hinten aus dem Nacken hoch bis vorne in die Schläfen und ist, als wenn einer mit einem Nadelkissen traktiert. Also das ist ein ganz ekeliges Gefühl. Dann habe ich jetzt vermehrt, dass mein Ohr einfach unheimlich weh tut. War mal so eine Zeit, da war eigentlich wenig Wind. Und da habe ich gedacht, naja gut, die Propeller, die drehen sich halt, aber es ist jetzt
äh, gar nicht so gravierend und vielleicht kann man sich ja doch damit arrangieren und damit leben. Aber da wurde ich schnell eines Besseren belehrt und als der Wind dann wieder aufkam, da war es also richtig heftig und richtig gravierend. Und ich habe festgestellt, dass ich auch mit zunehmender Zeit, wo ich in diesem Infraschall drin bin, immer sensibler werde und auch andere Sachen dann registriere, die ich früher gar nicht mitgekriegt habe. Wenn ich in Unterrieden zum Beispiel durch den langen Tunnel fahre, da war früher nie irgendwas. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass dann immer so ein Huper, 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 Huper in dem Tunnel ist. Das hatte ich früher nicht, dass ich das registriert habe, dass ich dann so einen Druck auf den Ohren hatte. Und das ist jetzt erst, seitdem ich schlecht schlafe, diese Kopfschmerzen habe. Manchmal habe ich auch ein Pfeifen im Ohr. Und seitdem registriere ich andere Sachen auch wesentlich schlimmer. Ich werde richtig sensibel dafür, auch andere Sachen jetzt aufzunehmen, die ich früher gar nicht gespürt habe. Ich führe das jetzt darauf zurück, dass ich da einfach jetzt schon vorgeschädigt bin und eigentlich das schlecht zu reparieren ist. Wenn ich mich den ganzen Tag hier aufgehalten habe, ich versuche schon immer rauszugehen, nach draußen zu flüchten, weil es da etwas erträglicher ist als jetzt hier direkt so im Haus. Dann geht es einigermaßen, wird dann aber auch abends, da ist man wie tot, man ist wie erschlagen und möchte eigentlich gar nichts mehr machen. Es ist schwer, die Füße sind wie Blei und man kriegt die einfach nicht mehr voneinander. Man kann sich auch nicht mehr so richtig konzentrieren. Ich habe das Gefühl, dass ich dann so ein bisschen durch den Wind bin und meine Aufgaben nicht mehr so erledigen kann, wie ich es gerne möchte, weil irgendwo fehlt was. Und dann, ich bin jetzt bei mehreren Ärzten gewesen, aber die haben jetzt auch nichts groß feststellen können, weil die Ärzte, mein Hausarzt ist in Bad Sohn-Allendorf, da bin ich denn aus dem Radius von den Windrädern raus. Da geht es denn auch schon mal wieder besser. Und der fragt ja, was hast du denn eigentlich? Ist doch gar nichts. Ne? Und wenn ich dann wieder hier bin, dann habe ich das also richtig massiv und ich kann eigentlich nur noch flüchten. Meine Kinder, beide im Teenageralter, haben ganz vermehrt Bauchschmerzen. Der Kleine hat Kopfschmerzen. Und ich merke, dass es auf die jetzt auch schon übergreift und das macht mir Sorge. Ich bin Tierphysiotherapeutin, ich habe Kurse gemacht für Tierheilpraktiker, die sind dann zu mir auf den Hof gekommen. Ich habe eine Teileinheit hier als Gewerbeeinheit mir umtypen lassen und habe da einen Schulungsraum eingerichtet, aber es kommt keiner mehr, seit die Windräder da sind. Also ich bin nicht nur wirtschaftlich ruiniert worden, sondern auch beruflich. Ich kann diesen Beruf nicht mehr ausüben und muss mich jetzt neu orientieren. Die Windräder damals, wir hatten ja diese Kartierung gemacht. Ich hatte hier in der ganzen Umgegend, hatte ich 56 Horste vom Rotmilan. Da waren mindestens immer 10 bis 12 belegt. Und in den 4 Jahren der Betriebs- und Antragstellung bis zur Bauphase, in dem Zeitraum sind von diesen 56 Horsten 28 auf ganz dubiose Weise verschwunden. Die Horste, die verschwunden sind, waren genau in dem Umfeld der zu bebauenden Fläche. Ich habe einmal sogar einen Köder gefunden, den man wohl ausgelegt hatte. Das war ein Stück Wildschwein, was fein säuberlich filetiert da lag. Ich habe Polizei angerufen, das sicherstellen lassen und habe gesagt, untersucht das bitte auf Gift. Man hat es dann mitgenommen und mir dann später erklärt, dass es wohl nicht nötig wäre, das zu untersuchen. Dann haben wir ein Video eingereicht. Das hat ein Bekannter von mir zufällig gedreht, wie der hier ansässige Förster gegen die Bäume klopft und scheinbar wohl Vögel vergrämt, die da sich gerade niederlassen und brüten wollten. Das habe ich eingereicht bei der Staatsanwaltschaft. Das wurde auch abgewiesen. Man könnte angeblich keinen Täter ermitteln, obwohl ich den Namen genannt habe. Jetzt ist es so, es ist
kaum noch Wild vor der Tür. Ich hatte jedes Jahr, hatte ich auf der Wiese vorm Haus, hatte ich einen Wildschaden. Ich hatte dieses Jahr nicht ein Wildschwein hier, was da groß gewühlt hätte. Es war sonst immer was da. Ich hatte jeden Morgen 2 Rehe da stehen. Auch die Rehe sind weg. Also Wild ist gleich 0. Wenn ich abends mal nach Hause gefahren bin im Dunkeln, dann musste ich immer langsam fahren, weil irgendwas ist immer über den Weg gesprungen. Ob es ein Fuchs war, ob es ein Marder war, ob es ein Reh oder ein Wildschwein war. Ich habe immer irgendwas da gehabt. Aber scheinbar mögen auch die Tiere diese Windräder nicht. Hier oben am Kreideberg, 400 Meter von hier, haben wir eine der wenigen Kalktuffquellen, was ganz Besonderes. Das gibt es nur ein paar Mal in Deutschland. Wir haben Orchideen, ganz verschiedene Arten, hochgeschützt. Es gibt eine Frauenschuh hier und da baut man dann eine Trasse durch, dass man da mit Windrädern die Teile hinbringt. Es ist einfach nur schauderhaft, was hier passiert. Und es ärgert mich richtig, wenn ich dann aus dem Fenster gucke und sehe dieses Rotieren und es ist eigentlich nur noch Industrie. Es ist nur noch Geldscheffeln, Geldscheffeln. Man tötet die Tiere rücksichtslos, die Fledermäuse und alles, was fliegt. Das alles wird hier zerstört. Es macht keinen Spaß mehr hier zu wohnen. Ich habe dieses Haus immer geliebt. Ich habe viel dran gemacht. Ich habe viel Herzblut, viel Schweiß und Energie reingesteckt. Und ich sehe mich jetzt vor einem Scherbenhaufen. Ich habe dieses Trümmerfeld, dass man eigentlich gar nicht mehr hier leben kann und auch nicht mehr leben möchte. Man wird dazu gezwungen, seine Umgebung aufzugeben und wirklich das Weite zu suchen. Ich finde das so traurig, weil es tut mir einfach im Herzen weh, wenn ich das alles aufgeben muss. Nur weil einer Geld verdient.